Da oben wartet eine Braut auf mich. Ja? Und ich stehe unten und diskutiere, wer, wo, wie, warum seine scheiße Kippe noch. Das muss raus, das muss in den Bus. Deswegen stehe ich ja hier, weil alle anderen von meinem Karnevalsverein stehen irgendwo anders und trinken Bier. Da ist eben dann einfach Dennis, der akkurat ist, der seinen Plan hat, der uns quasi alle irgendwie so dann teilweise auch an die Hand nimmt und leitet. I am from the Island Man. Ist jetzt hier Big Discussion oder? Nein. Wir diskutieren. Mann, was ist denn los? Nein, Dennis ist Akku. Without camera. Without the fucking camera. Das darf ich ja nicht. Hallo. Ich will heute Abend Chicken. Everything's fine. I think so. Wir haben hart gefeiert die ganze Nacht. Das jamaikanische Bier in Newcastle schmeckt einfach fabelhaft. Ich habe auf dem Motorway schön hier Kopf raus und raus gebrochen irgendwie, weil das so... Es war halt irgendwie perfekt. Wir haben eine geile Show gespielt. Es hatte die Erwartungen so dermaßen übertroffen. How long have you guys been in the band? Oh. 10 years. You've never broken up? You've never... Fucking brother. Do you have one beer? Ehrlich gesagt, guckt doch da keiner auf den Kalender und sagt, wir müssen morgen früh um 10 los. Kumpel, das ist doch egal. Wir sind alle so ein bisschen verkadert aufgewacht, weil die Nacht war eben wirklich extrem. So können wir das stehen lassen. Eigentlich wollten wir ja heute nach Manchester. Ich weiß noch nicht, was daraus wird. Ich denke mal, es wird gleich noch eine riesen Diskussion geben. Mir macht das Spaß, aber auch nur bis zu dem Punkt, wo wir dann halt da sind, dass irgendwelche Sachen nicht eingehalten werden, weil jemand zu spät aufsteht oder Julius irgendwie zu lange getrunken hat. Ich, ich weiß nicht, wie lange ihr gemacht habt, aber der nicht viel geschlafen hat und hat trotzdem um 8:15 Martin angerufen, mit Martin Kontakt aufgenommen und gefragt, fahren wir jetzt um 10 los. Und letztendlich habt ihr dadurch entschieden, dass wir jetzt erst hier stehen, dass wir nicht nach Manchester fahren. Wir haben alle gefeiert. Ja, wir haben alle die Zeit verpennt. Ich würde sagen, fuck off. Lass uns in Ruhe darüber. Ja, holen wir erstmal die Eckdaten dran. Holen wir ran, wie lange man nach Manchester fährt. Also Manchester würde ich jetzt mal sagen, roundabout 19 Uhr. Der Plan sah vor, dass man halt 5 Stunden vorher irgendwie morgens losfährt, weil der Weg natürlich nach Manchester, man sieht das auf der Karte und denkt, ja, kurz einmal rüber an die andere Seite. Von Newcastle nach Manchester sind es dann eben doch nochmal irgendwie 4-5 Stunden Autofahrt. Der entscheidende Punkt, über den sich gestritten wurde, war halt, fahren wir nach Manchester oder tun wir es nicht? Lass uns nach Manchester fahren. Weil das unser Ziel war, weil das auf unserem Routenplan draufsteht und weil eigentlich, hart gesagt, verstehe ich eigentlich die Diskussion gar nicht. Du hast natürlich mit Julius und Raphael welche, die haben irgendwelche Ideen, die kommen in deren Kopf und dann fällt es denen auch schwer, irgendwas zu reflektieren. Es wird einfach mal viel die Fresse aufgemacht. Ja, eben, genau. Ja. Das Ding ist nur, dass derjenige, der gerade die Fresse aufmacht, auch was dahinter hat. Nein. Das ist insofern nicht reflektiert, weil du dann wieder morgen die Parole ausrufst, du willst nach Brighton. Ja. Und so wie wir haben aber da auch eine Fähre zu nehmen. Da ist eben auch immer die Problematik, dass man an feste Abfahrtzeiten gebunden ist bei der Fähre. Wir sind jetzt in Großbritannien. Wir haben jetzt die Möglichkeit Du denkst immer an dich, an mich, an Raphael, an Claudi, an Nase, an Dennis, aber keiner denkt an Martin, der vielleicht auch immer den Bus fahren muss. Aber ich bin auch gerade gewillt, einfach mal das Ruder den beiden Spackos in die Hand zu geben und so drauf zu achten, was da rumkommt. Also von daher ist es mir nicht auch egal. Die Spackos. In dem Augenblick habe ich einfach laufen lassen und habe mich einfach komplett rausgenommen. Es war mir auch egal, was passiert. Also würde ich jetzt schon so sagen, dass es mir schon echt egal war. Manchester, geht auf meine Kappe. Ich fahre auch den Bus, aber ich war in Manchester. Ich glaube, die Nummer ist durch, oder? Ja. Road to Manchester. Dann hat es letztendlich, denke ich mal, Raphaels Dickkopf entschieden. Dennis,
der komplett über den Haufen geworfen wurde mit seiner Struktur und dementsprechend irgendwie schlecht drauf war. Adrian war leicht angemüffelt. Es ist nicht 13 Uhr, wie wir es vielleicht angedacht hatten, oder 14 Uhr, sondern es ist 20 Uhr. Und wir fahren in ein paar Stunden wieder auf die Fähre, so, wenn die Fähre dann noch da ist. Es fand also ein internes Band-Battle statt. Doshis gegen Arschgesichter. Was sagst du dazu, Dennis? Ich sag da gar, ja, diesmal sage ich da gar nichts zu. Ich selber bin da eher so ein Mittelding, aber doch eher bei Dennis anzusiedeln, der auch manchmal sehr in seinen Vorstellungen und Werten und Normen so ein bisschen gefangen ist. Und es wurde von den Arschgesichtern hämisch gesagt, ja, dann machen wir einfach mal das, was ihr wollt. Machen wir mal keinen Plan. Machen wir mal spontan. Macht doch mal. Sehen wir mal, was in Manchester ist. Wird nämlich nichts laufen. Und die Fähre kriegen wir erst recht nicht. Alles okay, wir fahren jetzt los und gucken, was in Manchester geht. Und verfolgen jetzt euren Plan. Ich finde es ein bisschen schade. Ja, das finde ich schade. Ich finde es schade, dass ihr beiden euch hinstellt und sagt, ihr beiden seid schuld. Entweder sind wir eine Band oder wir sind keine Band. Und alles wieder nur wegen dieser scheiß Fähre. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Also, da waren wir jetzt schon da und wir hatten endlich mal das gemacht, was die Bad Boys wollten. Und dann wird noch wieder gefragt, ja, spielen wir denn jetzt hier überhaupt? Oder gehen wir einfach nur mal durch die Straße, in der Liam Gallagher sich am liebsten eine reingehauen hat? Wir sollten den Ansporn haben, jetzt nach Manchester und da für Furore zu sorgen.